Hallo meine Lieben, heute habe ich als Geschenkidee eine Farbwechseltasse und da hatte ich euch ja schon mal gezeigt, wie ihr Vinylfolie, die auf Kälte reagiert, wie ihr sowas verwenden könnt. Und heute geht es in die andere Richtung, nämlich wie ihr eine Tasse sublimieren könnt, die dann, wenn ein heißes Getränk drin ist, erst das Motiv freigibt. Wie das funktioniert, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe hier eine Tasse zum Pressen, wo ihr vielleicht denkt, ne, was macht das jetzt für einen Sinn, ein Motiv auf eine schwarze Tasse zu bringen? Sieht man ja nicht. Ihr werdet aber am Schluss sehen, warum das durchaus Sinn macht. Aber zuerst pressen wir die Tasse. Wenn das Ganze für euch neu ist, wie ihr die Vorlage erstellt, was ihr beachten müsst fürs Tastenpressen, da verlinke ich euch hier oben ein Video dazu. Ich habe mir dieses Motiv ausgesucht und das natürlich gespiegelt ausgedruckt und das bringe ich jetzt auf meine Tasse drauf. Schön mittig natürlich. Und ich werde das mit meiner bisherigen Tassenpresse pressen. Ihr könnt es auch mit der Cricut Tastenpresse machen. Ich habe mir das Ergebnis angeguckt vom Sublimationsdruck her und fand das nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Also alles, was Infusible Ink war, super. Auch die Stifte hat wunderbar funktioniert, aber für den Sublimationsdruck gehe ich dann trotzdem lieber mit meiner bisherigen Tassenpresse, weil da kann ich die Zeit und die Temperatur einstellen. Das heißt, ich presse meine Tassen immer bei 180 Grad für 180 Sekunden. Und bei der Cricut Heat Press oder Tassenpresse war das, auch wenn man die Vorwärmzeit oder Aufwärmzeit mitkalkuliert, war es immer noch massiv zu lange. Die Farben wurden mir einfach zu dunkel. Deshalb heute mit der normalen oder meiner bisherigen Tassenpresse. Aber ihr macht es mit der, wo ihr zufrieden seid mit den Ergebnissen. Die Tasse hier, die ich habe, die geht nicht nur für den Sublimationsdruck mit Sachen, die ihr selber ausgedruckt habt, sondern eben auch für Sublimationsdruck mit Infusible Ink. Also die Cricut-Produkte. Funktioniert auch. Nur gucken, dass ich das richtig drauf gemacht habe. Ich habe es tatsächlich schon hingekriegt bei so einer Tasse, und die sind nicht ganz billig, dass ich das Motiv nicht gespiegelt hatte und dann einmal bei einer anderen Tasse ist es mir passiert, dass ich das ganze Design quasi gedreht hatte und das quasi auf dem Kopf sublimiert hatte. Das war dann nicht so spaßig. Gut. Jetzt noch Backtrennpapier drumherum. Wenn es oben übersteht, egal. Es geht einfach darum, dass es unten nicht übersteht, weil ich stelle das nachher zum Abkühlen auf die Hitzematte drauf und dann sollte das eben hier nicht zu viel Papier haben. Ich werde die jetzt pressen bei 180 Grad für 180 Sekunden und dann rausnehmen, auf die Matte stellen und abkühlen lassen. Maybe I was blind, known you forever while I tried to find someone that could be my great love. Right in front of me, I didn't realize you were my dream. So you took me by surprise. Oh yeah, even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me. Everything feels like oh yeah. So, die Tasse ist abgekühlt. Das heißt, ich kann das Backtrennpapier und das Papier entfernen.
Und naja, man sieht jetzt nicht wirklich viel, ne? Ich habe einen Freund von mir damit ein bisschen veräppelt und gesagt, ne, ich dachte für ihn, na, ihm gefällt sicher eine schwarze Glitzertasse. Aber man sieht ein kleines bisschen, dass da was dahinter ist. Aber was wirklich der coole Effekt ist, das seht ihr jetzt gleich. Ich habe hier kurz Wasser aufgekocht und wenn ich das jetzt reingieße, dann seht ihr, dass die Tasse eine andere Farbe annimmt. Und zwar nur da, wo das heiße Wasser ist. Das heißt, der Henkel, der bleibt schwarz, aber der Rest wird weiß und dadurch kommt das ganze Motiv hervor. Ja, so sieht der kleine Bär aus mit den Stricksachen. Und das Motiv habe ich von freepack.com. Wenn wir es umdrehen, dann haben wir hier Knitting makes everything better. Und das habe ich aus dem Cricut Design Space. Und das ist eben das Spezielle an der Tasse. Das heißt, wenn sie kalt ist, ist sie schwarz. Und sobald da Wärme dazu kommt, dann wird die weiß. Ihr seht es auch, wenn ich jetzt mit meinem Daumen drauf gehe. Nee, ist zu warm. Aber ich mache da kurz das Wasser raus und dann seht ihr dann wieder, wie es langsam wieder schwarz wird, wenn die Wärme weggeht. Ich habe die Tasse kurz ausgeleert und jetzt seht ihr hier den kleinen Bären. Und die Tasse ist noch ziemlich warm, deshalb bleibt die im Moment noch weiß. Sie wird langsam ein bisschen gräulich. Und hier das Motiv. Und bis dahin geht die Hitze und da, wo es schwarz ist, ist es eben nicht heiß. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt das Tuch ein bisschen nass, mit kaltem Wasser nass gemacht. Wenn ich das drauf halte, dann seht ihr, dass es hier die Farbe annimmt. Und sobald da kaltes Wasser quasi drauf kommt, verändert sich quasi die Farbe wieder. Aber da da kochendes Wasser drin war, ist die Tasse selber halt doch schon warm jetzt. Und die braucht gerade so ein bisschen, damit sie wieder abkühlt. Sieht jetzt ein bisschen ungleichmäßig aus, weil ich hier eben mit dem kalten Tuch nachgeholfen habe. Aber wenn ihr die stehen lasst und die dann langsam von alleine abkühlt, dann wird die halt einfach immer dunkler und dunkler und dunkler, bis sie dann wieder dieses Schwarz erreicht hat. Und das war das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr so eine coole Farbwechseltasse sublimieren könnt. Natürlich, ihr braucht dazu keinen Sublimationsdrucker. Ihr könnt es auch mit der Infusible Ink von Cricut oder den Infusible Ink Stiften von Cricut machen. Das geht auch. Ich mag es halt einfach mit Sublimationstinte zu arbeiten und mir die Sachen selber auszudrucken. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, das selber auch mal auszuprobieren. Und natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!